Erna Fock aus Hamburg. Sie war eine sehr gute Bekannte zu mir. Die hat mir dieses Buch, nachdem es kurz der Ausgabe, hat mir das Buch geschenkt, weil sie wusste, dass ich sehr naturverbunden war und wollte immer schon zu unserem Wald, den ich von meinen Eltern geerbt habe, noch ein Waldgrundstück aufforsten. Aus Leidenschaft und aus Überzeugung. Frau See hat ja, er hat ja den Kosmos Verlag in Stuttgart mitbegründet, oder es war seine Initiative. Er hat diese Kosmos-Bändchen, die sind ja millionenfach verkauft worden, war er ständiger Mitarbeiter. Er hat diese mikroskopische Vereinigung mit über 4000 Mitgliedern gegründet. Er hat Millionen Bücher sind durch ihn verkauft worden. Und deswegen konnte er sich finanziell das erlauben, die ganze Welt mit seiner Frau zu bereisen und an Ort und Stelle wissenschaftliche Arbeiten zu machen, egal in Urwald, Wüste, Gobi. Er hat die ganzen Brennpunkte alle persönlich wissenschaftlich bearbeitet und hat dann das alles in seiner Literatur festgehalten. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dann war mir sofort klar, dieses Buch ist wirklich einmalig. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis mit ca. 6000 Stichworten. Und dann habe ich gesehen, dass das Waldkapitel ein zentrales Thema im Buch. Der rote Faden zieht sich in dem ganzen Buch. Ohne Wald gibt es keinen Humus und gibt es keine vernünftige Lebensgrundlage. Dann habe ich 1960 mit vielen Mühen und gegen viele Widerstände zu Wege gebracht, ein größeres Grundstück mit 1,3 Hektar. Durch Tausch und so weiter habe ich das bekommen. Und dann habe ich konsequent, weil in dem Buch, Frase hat gesagt, nur ein Mischwald mit der Vielfalt und kann funktionieren, viel Laubanteil. Und dann habe ich sehr viele Pflanzen bestellt und die haben alle gesagt, ja, der spinnt. Wie kann man so ein Lumpenzeug pflanzen? Das bringt doch nichts, Laubbäume und so. Das war damals eben so, Laubbäume waren Unkraut. Und der Waldanteil muss immer zur Landwirtschaft im Verhältnis stimmen. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben hier, wenn man jetzt rausguckt auf die Feldflur, da waren früher überall mal Hecken. Und irgendwie, und dann waren auch an Wegrändern waren immer Lebensräume und die Landwirtschaft war eben nicht so intensiv, die hat den Humus nicht so sehr belastet. Und ich kann jetzt heute also absolut einen Spitzenwald vorzeigen und alle Leute, die etwas vom Fach verstehen, sind begeistert nach so kurzer Zeit so einen enormen Baumbestand. Und ringsherum sind schon ganze Waldparzellen kaputt gegangen durch den Borkenkäfer und so weiter. Und dieser Wald ist bis heute noch intakt. Einer hat gesagt, ja Mensch, wieso, das Buch brauchen wir gar nicht. Ist ja alles eingetroffen, ist ja alles schon passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig, nur es gibt in der Not auch vielleicht ein Rettendes, wenn man jetzt ganz schnell umsteuert. Und das ist eigentlich noch zum Abschluss meines beschränkten Lebens, ist das eigentlich meine Vision noch, dass wir eine weltweite Aufforstungsoffensive für naturnahe Mischwälder einfach in die Wege leiten. Und wir haben jetzt tatsächlich geschafft, es ist irgendwie naja, also man kann ruhig sagen, ein kleines Wunder, dass man ein Buch mit 700 Seiten, das eigentlich ja, halt einen gewissen Preis hat und einen gewissen Umfang hat, dass man dieses Buch, dass wir es geschafft haben, dieses Buch neu aufzulegen, genau nach dem Originaltitel. Albert Einstein bewunderte dieses Werk und sprach ihm einen dauernden Platz in der Weltliteratur zu. Und er hat wirklich nicht übertrieben, sondern dieses Buch ist meiner Ansicht nach die wichtigste Dokumentation über die Zusammenhänge vom Naturgesetz, ihre Auswirkungen und ihre Chancen. Unsere Aufgabe müsste jetzt sein, dieses Buch schnellstens zu verbreiten und dieses Wissen allgemein wieder zugänglich zu machen. Wir sollten jetzt auch mal Leute gewinnen, die
verhelfen würden, dieses Buch zu verbreiten, dass es in Weltsprachen wie Englisch und vielleicht auch Spanisch und so weiter in großen Mengen verbreitet wird als Fundament für die Untermauerung von der neuen Weltbewegung, weltweite Wiederauferstehung. Denn ohne Wald, im Buch wird alles wissenschaftlich erklärt, ohne Wald ist alles zum Scheitern verurteilt. Das ist mindestens das Fundament, das kommen dann noch viele andere Dinge dazu. Aber die Basis ist, so wie die Waldzerstörung bis jetzt betrieben worden ist, müssen wir jetzt einen Gegentrend setzen zur weltweiten Wiederauferstehung von naturnahen Mischwäldern in ganz großem Stil. Wir brauchen da Sponsoren und Leute, die da einfach mit Verstand und mit Gefühl und Verantwortungsgefühl mithelfen, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, dann kann man einfach sagen, dann hat die Menschheit diese Katastrophe verdient und wenn das Raumschiff Erde weggeschlagen ist und irgendwie symbolisch sinkt, dann haben wir eben die letzte Chance vertan. Jetzt suchen wir einfach immer noch mehr Menschen, die die Zusammenhänge begreifen und mithelfen. Tausend Hände können mithelfen, Millionen Leute kann man, so wie damals diese Begeisterung damals war für diese Zusammenhänge und dann kam leider Gottes das Erdöl und die Mächtigen dieser Welt, die haben gemerkt, mit Erdöl kann man ja praktisch alle Probleme vordergründig lösen. Und dann sind alle diese Aktivitäten irgendwie ins Hintertreffen gekommen und die Leute sind dann gestorben und die alte Generation ist zum Teil auch, die Pioniere waren auch nicht mehr da und die junge, nachwachsende Generation ist im Wohlstand aufgewachsen und hat dadurch eigentlich, ja, es ist alles machbar und Wachstum für alle. Und jetzt ist es gibt gegen das Naturgesetz kein Wachstum, wir brauchen ein Wachstum für die Schöpfung. Und das heißt ganz klar und deutlich, wir müssen alle in Zukunft einfacher leben, natürlicher leben und dann können wir die Natur wieder erhalten und regenerieren. Aber von wegen, ich habe da in dem Vorwort zu diesem Buch geschrieben, in dem Prospekt, wo wir die Leute angesprochen haben, über ein tödliches Wachstum. Tödliches Wachstum kann man damit bezeichnen, wenn man nur auf Industrieprodukte setzt, die Ressourcen verbrauchen, die Rohstoffe verbrauchen für eigentlich Dinge, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Und jetzt kommt der große Hunger in der Welt. Das sind jetzt namhafte Leute, warnen eindringlich davor, vor der ganz großen Katastrophe, die einfach schon konkret vorhanden ist. Millionen, Milliarden hungern schon und es wird jetzt, die Tendenz ist wird immer steigend sein in nächster Zeit. Und ich denke, das Buch könnte jetzt tatsächlich die letzte Chance und die letzte Rettung sein, da man jetzt diese allerletzte Chance, ja, also ich rede jetzt von der allerletzten Chance, sie hat die letzte Chance, das war eine Warnung in der Hoffnung, dass diese letzte Chance wahrgenommen wird. Aber es gibt eine allerletzte Chance und die ist jetzt erreicht. Und wenn es jetzt kein Umdenken gibt, kein konsequentes Umdenken und kein Handeln von den Politikern, dann kann man einfach sagen, dann hat die Menschheit diese Katastrophe verdient. Am Morgen fand er's leer sich, fragt sich, was der Lehrer will. Jetzt ist die Zeit reif, um die Weichen anders zu stellen.